Es ist uns hier gelungen, in Abstorf durch die Flurplanung einen Biotopverbund zu schaffen, der vom Siedlungsraum über die Agrarfläche bis zu den Donauauen geht. Und die Zusammenarbeit hier in der Gemeinde war einfach vorbildlich für ganz Europa. Eine Flurplanung ist eine agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in einer Gemeinde oder einem definierten Gebiet, die bestimmte Probleme analysiert. Neben der Agrarstruktur können Themen einer Flurplanung auch sein Erosionsschutz, ökologische Ausstattung und dergleichen mehr. Konkret hier in Abstorf war das Thema, wie können wir mit Hecken und einem Biotopverbundsystem eine Verbesserung der Situation hinsichtlich Erosion durch Wind und Wasser sowie auch ökologischer Ausstattung schaffen. Solche Maßnahmen machen ja nicht an Grundstücksgrenzen halt oder an Betriebsgrenzen oder an Gemeindegrenzen, sondern es braucht immer einen regionalen Ansatz, eine Obendraufsicht, um eben etwas größere Lösungen zu ermöglichen. Wir haben hier konkret Flächen der Gemeinde nutzen können, wir haben Flächen der Kirche nutzen können und so ein Verbundsystem schaffen können, das bis zu den Donauauen reicht. Ein weiteres Thema hier in Abstorf war im Osten auch Möglichkeiten zu prüfen, durch ein Verbundsystem einen Anschluss an die Gemeinde Stetteldorf zu schaffen und auch eine gewisse Hangstabilisierung zu erreichen. Abstorf wurde als eine der ersten Gemeinden kommassiert. Damals gab es nur das Ziel, möglichst viel Boden für die Landwirtschaft zu gewinnen, aber man hat nicht bedacht, dass man Windschutzflächen braucht gegen Bodenerosion, Gewässerschutz und so weiter. Unser Gemeindegebiet grenzt an die Donauauen auf der Südseite und an der Nordseite Wagram mit Trockenrasen. Einheiten und das zu verbinden, diese zwei unterschiedlichen Biotope zu verbinden, ist natürlich eine tolle Sache und wird von uns, soweit wir das unterstützen können, auch weiterhin in Zukunft unterstützt werden. Für uns als Pfarrer ist die Bewahrung und Erhaltung der Schöpfung eine wichtige Aufgabe und da ist uns auch die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und der Marktgemeinde ein wichtiger Aspekt. Mit der Pflanzung einer Mehrnutzenhecke schaffen wir Lebensraum für Vögel, Insekten und viele andere Lebewesen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Also diese Hecke, die ist jetzt 8 Jahre alt und wir sehen bereits jetzt, dass wir sehr viele Wildtiere herinnen haben. Wir haben Rebhühner herinnen, die Artenvielfalt explodiert, kann man fast sagen. Man merkt ja, der Wind geht. Ja. Und das ist einmal das Wichtigste, dass wir den Winddruck rausbekommen. Das heißt, dass wir die Winderosion stoppen können, dass wir die Verdunstung stoppen können oder reduzieren können. Und für das ist die Hecke besonders wichtig. Eine Hecke und Bäume, die wachsen nicht von heute auf morgen, sondern die brauchen eine Zeit lang. Deswegen ist es besonders schön, wenn da die Flurplanung unterstützt und solche Projekte ermöglicht und fördert, auch für zukünftige Generationen dann zu profitieren. Ja, die Flurplanung ist eines unserer stärksten Instrumente, das wir haben in der Landwirtschaft, um sich an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können. Wir wollen dieses Instrument gerne und unsere Erfahrungen, die wir mitgemacht haben, unser Wissen mit den anderen teilen. Deshalb haben wir im EU-Projekt Arcadia mit 43 Partnern aus Europa arbeiten wir sehr eng zusammen über mehr als 4 Jahre. Und wir hoffen auch, dass die anderen von uns lernen können und dieses super Tool, was wir hier haben, sich zu Hause anwenden und auch hier verbreiten können in den anderen Regionen Europas.